Hallo und herzlich willkommen zu Einfach dein Kiez. Heute sind wir im äußersten Südwesten Berlins unterwegs, in Zehlendorf. Und hier ist es, wenn nicht gerade Winter herrscht, äußerst grün. Außerdem fällt es einem sehr leicht, sich hier zu Hause zu fühlen. Großstadttrubel gibt es hier kaum und hektisch ist höchstens unser Drehtag. Zehlendorf beeindruckt mit einer Mischung aus Stadt und Natur. Hier finden sich Stadtvillen und moderne Architektur, umgeben von toller Natur wie dem Schlachtensee und dem Grunewald. Dabei entsteht so ein warmes, wohliges, gediegenes Gefühl. Sauber, gepflegt, bürgerlich. Und ob das wirklich stimmt, fragen wir jetzt mal die Zehlendorfer. Also ich finde es immer eine sehr gemütliche Stimmung hier, die meisten sind gut gelaunt, sehr höflich. Dieser Bezirk verändert sich und das ist das, was den Bezirk auch ausmacht. Neben diesem ganzen Grün und einem wirklich lebenswerten Bezirk. Zehlendorf Mitte ist sehr schön, wo ich wohne ist sehr schön, ich wohne direkt am Park. Naja, an den Seen, Schlachtensee und Krummelanke, das ist ja wunderbar, da gehe ich auch immer schwimmen. Kommen wir nun zu dem ersten Ort, den wir heute besuchen. Das ist nämlich das Unternehmen Cookie Cocktail. Die sitzen hier in der Görzallee, unweit vom Heinrich-Lehr-Park, der übrigens auch einen Besuch wert ist. Tiefgekühlte, fertig gemixte Cocktails in der Glasflasche. Das ist die Geschäftsidee. Das schauen wir uns genauer an und treffen den Geschäftsführer Saif Rudi. Hallo Saif, könntest du dich einmal für uns kurz vorstellen und uns erklären, was du hier in der Firma machst? Ja, ich bin Saif Rudi, einer der Gründer und Geschäftsführer von Cookie Cocktail und kümmere mich um das operative Geschäft hier. Seit wann gibt es denn Cookie eigentlich und wie kommt man auf die Idee, tiefgefrorene Cocktails in einer Glasflasche zu produzieren? Uns gibt es seit 7 Jahren. Wir haben das hier in Berlin gegründet. Die Ursprungsidee kommt von meinem Mitgründer Sepp. Der kommt ursprünglich aus Bayern und mag kein Bier. Und der wollte unbedingt Cocktails anbieten auf den ganzen Zeltpartys und ist so auf die Grundidee gekommen, im Grunde genommen in die Flasche das Ganze zu packen mit Eis drin und frischen Früchten. Und hat dann herausgefunden, dass bei einer bestimmten Temperatur das Eis Eis bleibt und die Flüssigkeit flüssig wird. Wie produziert ihr eure Cocktails? Wo kommen denn eure Zutaten her? Ein ganz großen Vorteil ist halt, dass wir die Zutaten relativ frisch bekommen können. Das heißt, es sind Säfte, die können wir so verarbeiten, wie sie kommen, weil wir das Ganze ja später einfrieren. Haben wir gern die nicht und wir müssen sie nicht aseptisch abfüllen. Klar, Maracuja kommt nicht aus Deutschland, aber Apfelsaft und Co. kriegen wir alles hier. Frische Minze kommt dann teilweise aus Israel oder die Beeren kommen regional aus Brandenburg. Du hast von 7 Sorten gesprochen. Was gibt es denn bei euch da so im Angebot? Also du hast Klassiker wie Sex on the Beach, Mojito und Eigenkreationen haben wir dann teilweise auch, so wie Wild Passion Fruit, da ist eine Minze Maracuja drin. Alles abgedeckt, also vom süß bis herb, jeden Geschmack haben wir versucht da zu treffen. Und uns gibt es bei mittlerweile 3.500 Gastronomen. Deutschlandweit, in Holland und in der Schweiz auch mittlerweile über einen Partner in einem Großhandel. Und für den Endverbraucher haben wir 2 Wege eigentlich. Einmal entweder bei Kaufland deutschlandweit oder halt über einen Online-Shop kannst du es bestellen und dann kommt es halt mit Trockeneis über DPD Express dann zu dir nach Hause. Wie genau muss ich mir das vorstellen, wenn ich so einen tiefgekühlten Cocktail zu Hause habe? Habe ich den dann im Tiefkühlfach? Wie lange sind die haltbar? Wie trinke ich die? Gibt es da verschiedene Möglichkeiten? Im Grunde genommen hast du dann eine tiefgefrorene Cocktail, der eigentlich fix und fertig ist und nur noch darauf wartet, eingetaut zu werden. Und da gibt es verschiedene Wege. Zu Hause kannst du ein normales warmes Wasserbad benutzen für 3 Minuten. Dann taut nur der Alkohol auf, im Grunde genommen die Cocktailflüssigkeit und das Eis, dadurch, dass das Wassereis ist, taut es später auf und du hast eine perfekte Konsistenz. Ich sag mal, wenn du auf dem Weg zum See bist, dann kannst du auch das Ganze antauen lassen, einfach unterwegs. Als wir ein bisschen hier rumgeschaut haben, hast du uns so ein Gerät gezeigt, das nanntest du den Toaster. Was hat das denn damit auf sich? Wir haben am Anfang halt schnell gemerkt, wenn der Cocktail eingefroren ist und man sehr viele Cocktails zubereiten möchte, wie zum Beispiel in der Gastronomie, dann braucht man irgendwie was, um es schnell anzutauen. Und da kam Sepp auf die Idee und hat gesagt, ich baue einen Toaster. Da haben wir alle geguckt und dachten uns, Toaster, Cocktail, wer will sowas denn überhaupt haben? Und dann haben wir den ersten Prototyp selber schnell zusammengebaut und haben dann gesehen, ja, dass es eigentlich ziemlich genial ist, weil wir es schaffen, innerhalb von 30 Sekunden
mit einem Toaster einen Cocktail anzutauen, dass er trinkfertig ist. Funktioniert mit Infrarotstäben, daher kommt halt die Power. Seit 7 Jahren gibt es euch und ihr habt euch ja für Zehlendorf entschieden, seid dabei teilweise aus Bayern geflüchtet. Wie kam es denn dazu? Das Görz-Werk hier hat ja seinen eigenen Charme und wenn wir Manufaktur anfangen, so haben wir halt gestartet, per Hand das Ganze abzufüllen, das Eis, dann müssen wir irgendwie auch eine Fläche finden, wo wir extrem schnell expandieren können. Als wir vor 5 Jahren hier eingezogen sind, oder 6 Jahren eingezogen sind, da waren hier kaum Firmen, waren irgendwie 3, 4 Firmen hier mit uns. Und mittlerweile ist das hier für so eine große Stadt geworden. Ne? Also du hast hier ein CrossFit-Studio, du hast unten eine Kaffeerösterei, hier gibt es eine Kantine. Heute ist unten ein Weihnachtsmarkt. Das heißt, das ist so ein Mittelpunkt von Zehlendorf auch ein bisschen geworden, dass die Leute von außerhalb hierher kommen. Es gibt auch eine Sommerfeier, große, und ja, es gestaltet sich hier ganz cool. Wir haben auch einen Club. Danke, Safe, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen euch natürlich viel Erfolg mit euren Ideen beim anscheinenden Expandieren, auch bald an einem neuen Standort. Dankeschön, dass du uns diesen Einblick gewährt hast. Nun wird es Zeit, frische Landluft zu schnuppern, und das kann man in Zehlendorf zu Genüge. Deswegen befinden wir uns jetzt im Grunewald, genauer gesagt in der Onkel-Tom-Straße beim Reitverein Onkel Toms Hütte. Hier haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Chance, ihrem Reitsport nachzugehen, und dabei ist es dem Verein besonders wichtig, Wissen über die Pferde zu vermitteln. Mein Name ist Alex Zitzmann, ich bin Vorstand im Reiterverein Onkel Toms Hütte. Unser Verein ist schon sehr alt, der ist Mitte der 60er Jahre entstanden, obwohl hier schon seit 1884 Pferde in diesem Gebiet sind, aber den eigentlichen Verein gibt es seit 65. Und wir haben so ungefähr 320, 330 Mitglieder. Hier sind insgesamt 50 Pferde, davon sind die Hälfte etwa Schulpferde, also für die eigentliche Ausbildung, und die andere Hälfte sind Privatpferde. Seit der Corona-Zeit hat sich herausgestellt, dass die Vereine schon so ein bisschen der soziale Klebstoff sind. Und gerade weil wir ja auch ein Sport sind, der an der frischen Luft stattfindet, hat sich das in der Corona-Zeit für viele Menschen als sehr, sehr positiv erwiesen. Und die Reitschüler konnten eben hier auch reiten, weil es alles in der frischen Luft war. Auch in der Halle ist ja sehr viel Luft. Insofern waren wir da nicht ganz so eingeschränkt wie viele andere Sportarten das wären, die in der abgeschlossenen Halle stattfinden. Das Besondere am Pferdesport ist letztendlich das Pferd. Wir stellen immer mehr fest, dass die Menschen eigentlich vergessen haben, wie man mit Tieren umgeht. Früher hat man auf dem Land gewohnt, da hatte man sehr viel Kontakt zu Tieren, wusste auch, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich. Das geht heute verloren. Das ist eine der Aufgaben, die eine Reitschule oder ein Reitverein auch hat, die Menschen wieder an das Tier heranzuführen. Ansonsten ist es einfach so, dass es ein Teamsport ist und Sie haben einen Trainingspartner. Das ist so ähnlich wie beim Tanzen, und das erfordert sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Wissen über diesen Trainingspartner, sonst funktioniert das nicht. Wir haben im Pferdesport auch Reitabzeichen. Diese Reitabzeichen dienen nicht nur dazu, dass man sagt, ich erwerbe jetzt eine Qualifikation, mit der ich nachher aufs Turnier gehen kann, sondern die haben einen viel wichtigeren Zweck. Die haben nämlich den Zweck, den Schülern nahezubringen, was das Wichtige am Pferd ist, also sehr viel über das Pferd beizubringen. Jetzt gucken ja alle Kinder nicht so rasend gerne ins Buch, und deswegen haben wir uns was Besonderes überlegt. Wir machen auf der einen Seite Kurse in den Ferien, um eben die Reitabzeichen dort zu promoten und den Kindern die Möglichkeit zu geben, das Reitabzeichen abzulegen. Aber der Weg dahin ist dann halt lang mit dem Lernen. Deswegen haben wir ein interaktives Lernsystem entwickelt. Das steht bei uns im Netz, und man kann in kleinen Schritten sich die Dinge sozusagen selbst erarbeiten. Da gibt es ganz viele interessante Sachen. Kreuzworträtsel, Bilderrätsel, Text. Es ist eine bunte Mischung aus Filmen und vielem anderen. Zehlendorf ist deswegen besonders, weil es ein bisschen kleinstädtischen Charakter hat und weil es eben sehr, sehr schöne Naherholungsgebiete hat. Meine Lieblingsecke in Zehlendorf ist in der Tat die Krumme Lanke, weil da kann man schön spazieren gehen und nachher kann man bei uns ins Casino gehen. Ich finde das super. Ach, wie schön! Hier in Zehlendorf kann man sich wirklich wohlfühlen. Eine gute Mischung aus Großstadtrauschen und Landleben.
Ich werde jetzt noch ein wenig über den Zehlendorfer Weihnachtsmarkt schlendern und wünsche euch schon mal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, bis wir uns dann wiedersehen, hier bei Einfach Dein Kiez. Und weitere Folgen findet ihr übrigens hier. Und damit lasse ich euch jetzt alleine. Macht's gut, frohes neues Jahr.